Za našu I tvoju wolność. Dzień dobry, mein Name ist Blockstar, willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Freunde, der gewiefte Zuschauer hatte schon erraten, heute geht es um den Warschauer Aufstand 1944. Liegt daran, dass Kobi ein neues Set aufgelegt hat, die 2257, den Jagdpanzer 38T in der Limited Edition, und die werde ich euch heute vorstellen. Ich habe nämlich Glück gehabt und habe eine schön niedrige Nummer bekommen. Ihr hört es hier schon klopfen und klackern wie die Steine, die einstürzten in Warschau. Traurig aber wahr. Ich werde euch heute den Panzer bauen. Den gibt es als 2:1 Set, nämlich einmal als deutschen Panzer und einmal als gekapperten polnischen. Den baue ich für euch. Und jetzt, Freunde, viel Spaß bei diesem Video und beim Review und Unboxing zuerst hier auf dem Bautisch. Ja, Freunde, da haben wir die 15, die interne Seriennummer der Limited Editions bei der 2557 hier auf den Tisch liegen. Und es ist immer ein doppeltes Unboxing, weil wir einmal den Karton und den anderen Karton auspacken, den richtigen. Aber wir sehen hier schon ein bisschen was, nämlich dass das Set knapp 1 Kilo wiegt und 672 Steinchen enthält. Ich schneide jetzt mal diesen Karton auf. Ich finde dieses Kobi-Klebeband immer ganz cool, hätte ich gerne zu Hause. Schön mit der Sonne. Wir cuttern jetzt auf, nicht zu tief, dass ich nicht in den Kartondeckel reinschneide. Und tada! Das ist der erste Karton. Ihr seht es kurz, ich bin kurz aus dem Bild, weil ich es rausbrechen möchte. Der erste Karton im neuen Design von Kobi, den ich habe. Und da sehen wir die Nummer 15, den Jagdpanzer 38T Hetzer. Jetzt ja neu hier so umrandet. Das haben wir schwarz, 672 Teile, ich habe es euch gesagt, die 2557. Und dieser weiße Balken, dieser schräge, ist jetzt hier neu bei Kobi. Wir sehen hier die Spitalstraße, wir sehen hier das Symbol des Widerstandes der polnischen Heimatarmee, müsste das sein. Wir sehen hier eine Krankenschwester, wir sehen hier einen Freiheitssoldaten mit geklauter deutscher Uniform, wir sehen hier einen deutschen Lanzer, einen Panzerkommandanten oder hier einen Offizier, ich denke mal der Infanterie. Wir haben hier eine Laterne und das übliche Stacheldraht bei Limited Editions. Da machen wir uns ja immer einen Spaß draus. Und hier sehen wir auch, dass wir zweimal das Fahrzeug quasi uns aussuchen können, wie wir es bauen. Wir haben zwei Versionen, entweder hier als deutsches Fahrzeug oder da als gecapturtes polnisches Fahrzeug. Ja, Limited Edition, der neue Stempel, und ich bin ganz gespannt auf die vielen Features, auch diese Trage hier, die Kiste und diese Kabeltrommel. Ja, schauen wir uns die Rückseite an. Da gibt es richtig viel zu erzählen, wie gewohnt im Speedbild. Hier unten haben wir das gelaserte Typenschild, wo ja auch dann die 15 unten drauf steht. Wir sehen schon mal hier das Zertifikat, das Foto oder ein Originalfoto des polnischen Fahrzeuges. Wir sehen, dass das Fahrzeug 20,5 cm lang ist und 9 cm hoch. Die Features jetzt in so einen grün-weiß gehaltenen Rahmen. Wir sehen das Maschinengewehr 34. Wir sehen das Stand der Briten, was hier an die Partisanen geliefert wurde, und eine Luger P08. Und wir sehen hier einige Play-Features und hier die polnische Version. Ja, Freunde, dann haben wir es hier oben. Ganz normal. Ihr kennt das. Von der Seite nochmal die Maße, und das gehört dazu. Eine 1:1 aufgedruckte Figur, so wie es sein muss. Ohne das geht es nicht. Und wir sehen auch hier die Seite nochmal von, und ganz wichtig hier unten, heulende Zwiebel, polnisches Sprachgewirr bzw. europäisches. Und ganz wichtig, wir machen jetzt einen Cut und dann geht es auf den Inhalt, denn das ist das Wichtigste hier. Ja, Freunde, eins noch, bevor wir jetzt aufschneiden. Warum hat eigentlich alle Welt amerikanische Mülltonnen? Überall gibt es immer diese idealisierten amerikanischen Mülltonnen. Ich glaube, der Aschekübel damals in Polen sah nicht so aus. Aber hey, meckern auf hohem Niveau. Was ich euch noch zeigen wollte ist, wenn ihr wissen wollt, wann das Set genau produziert wurde, müsst ihr die Karton beim Öffnen zu euch drehen und auf der rechten Seite aufschneiden durch das Geklebte. Das machen wir jetzt. Natürlich habe ich vergessen zu erwähnen, wie immer, und ich glaube auch bei den Limited Editions mittlerweile Standard, und das muss auch so sein, sonst wäre es blöd. Alles Pet Printed. So, wir schneiden hier durch. Boing. Wie immer eine heißgefährliche Angelegenheit. Und wir sehen hier am 22.09.21 um 7:46 Uhr hat dieses Kartoninhaltchen, dieser Karton, diese Komposition der wunderschönen Kobi-Göttersteine, das Licht der Welt im wunderschönen Mielec erblickt. Wobei ich weiß gar nicht, ob Mielec schön ist. Ich vermute mal, weil da Kobi ist. So, der Inhalt, der erste Blick für euch. Wir lassen es rausplumpsen wie ein Molotov-Cocktail auf einen deutschen Panzer. Karton geht weg.
Hallo Nachbarn. Hier haben wir das Zertifikat, unterschrieben vom CEO von Kobi. Die Nummer 1 wäre schön, es ist aber die 15 und wir sehen hier ja auch den belaserten Fliesenstein. Jagdpanzer 38T Hetzer mit der 15 in der Ecke, ganz klein. Und hier das Zertifikat, wie immer zum Abheften in so einer DIN A4 Folie und mit einem schönen Papier. Also es ist ein Plastik-laminiertes Papier, fühlt sich echt gut an. Wachspapier, aber hartes. Mit dem Set nochmal. Genau, wir packen es zur Seite. Auch den Stein. Wir haben 2 Tüten mit Götterstein, die 1 und die 2. Eine Plate und wir haben eine schöne große Anleitung. Größer als meine Hand und ein bisschen meiner Elle. Was ich euch gesagt habe, Pad Printed, traurige Zwiebel, Captain Planet und hier ein Typ, der Pfeile verschießen kann und der berühmte böse Löwe. Und wir haben natürlich wieder das Kartondesign auf der Vorderseite der Anleitung wiedergespiegelt. Natürlich klammergebunden. Ich muss einmal umblättern. Kobi-Anleitung, wie ihr es kennt. Großflächig hier, diesmal finde ich ganz gut. Was man baut aus Bautüte 1 ist farbig, was gebaut wurde ist farbentsättigt. Pfeile weisen uns oft auch den Weg. Hier zweimal. Da sehen wir auch die Pfeile und wir haben Legenden, wo wir sehen, welche Steine, welche Fliesen wir anlegen müssen. Hier sehen wir eine 1x2er und da wird sie verbaut. Ich schaue mal eben gerade, wie viele Bauschritte wir haben. Wir haben 101 Bauschritte. Bei Kobi haben wir ja keine Seiten. Ich schaue noch mal genau. Das ist hier die Spitalgasse und wahrscheinlich gibt es halt mehr Bauschritte, je nachdem welchen Panzer wir bauen. Wahrscheinlich 1 oder 2 für die Fliesen. Die letzten Seiten sind immer die Teile. Hier sehen wir es, auch die 5 Torsi oder Torso. Ich weiß gar nicht, wie die Mehrzahl ist. Könnt ihr mir mal bitte unten in die Videokommentare-Spalte schreiben, denn dann lerne ich auch ein bisschen was. Ja, und hier haben wir sogar 2 Spielkarten. Einmal für die polnische Version und einmal für die deutsche Version. Finde ich ganz cool. Zum Rausschneiden wieder, das ist wieder nicht so gut. Und auf der letzten Seite haben wir ein bisschen Werbung. Diesen Citroën finde ich eigentlich ganz hübsch. Wobei auch das Blau ganz nett ist hier mit den Resistant-Kämpfer. Naja, egal. Ich werde jetzt kämpfen, aber natürlich macht mir das Spaß, um dieses Set zusammenzubauen. Und ich freue mich auch nachher, diesen Hetzer mit meinem anderen Hetzer zu vergleichen. Seid gespannt, aber jetzt viel Spaß beim Speedbild und der Faktenzeit. Speedbildzeit ist Faktenzeit und grundlegend auf dem Motiv dieses Setes möchte ich mit euch heute über den Warschauer Aufstand 1944 reden. Angesichts des Vorrückens der sowjetischen Verbände in der Sommeroffensive 1944 bis vor die Tore Warschaus entfachte die nationalpolnische Heimatarmee, die Armia Krajowa, unterstützt von weiteren Untergruppen wie die kommunistische Volksarmee Armia Ludowa am 1. August 1944 einen Aufstand gegen die deutschen Besatzer. Die rund 40.000 Soldaten der Armia Krajowa unter der Führung von Generalgraf Tadeusz Komorowski versuchten, die polnische Hauptstadt vor den Einmarsch der Roten Armee aus eigener Kraft zu befreien. Eine siegreiche Erhebung gegen die deutschen Besatzer sollte das Symbol eines starken und zukünftigen unabhängigen Polens sein. Nach erbittert geführten Häuserkämpfen in den Straßen Warschaus brachten die polnischen Verbände in den ersten Tagen bedeutende Teile der Stadt unter ihre Kontrolle, bevor deutsche Einheiten allmählich die Oberhand gewannen. Während der Niederschlagung des Aufstandes übten vor allem SS- und Polizeieinheiten zahllose Massaker durch. Der SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei Heinz Reinefahrt war unmittelbar nach Beginn der Kämpfe von Heinrich Himmler aus Posen nach Warschau beordert worden, um den Aufstand niederzuschlagen. Seine aus verschiedenen SS- und Polizeieinheiten eilig zusammengestellte Kampfgruppe Reinefahrt erschoss besonders in den ersten Tagen des Aufstandes Tausende von Zivilisten. Der mehrfach vorbestrafte Oskar Dirlewanger befehligte einen der berüchtigsten Verbände bei der Niederschlagung der Warschauer Aufstandes. Er mordete die zur Kampfgruppe Reinefahrt gehörende Sturmbrigade Dirlewanger alleine am 5. August 1944 in den Stadtteilen Ochota und Wola bis zu 15.000 Zivilisten. Insgesamt wurden zwischen dem 1. und 5. August in den beiden Stadtteilen bis zu 50.000 Zivilisten Opfer der Mordaktionen. Am 5. August 1944 übertrug Himmler
dem SS-Gruppenführer und General der Polizei Erich von Bach-Zelewski, der in der besetzten sowjetischen Zone den rücksichtslosen Kampf gegen Partisanen organisiert hatte, den Oberbefehl der deutschen Einheiten zur Niederschlagung des Warschauer Aufstandes. Unterstützung erhielten die Aufständischen durch die britische Royal Air Force, die wiederholt Waffen und Versorgungsgüter per Fallschirm über Warschau abwarf. Zutiefst verstimmt zeigten sich die Westalliierten über die Weigerung der Sowjets, den Aufständischen Hilfe zu leisten oder die britischen Versorgungsflugzeuge auf sowjetischen Flugplätzen landen zu lassen. Josef Stalin hatte keinerlei Interesse an einem Sieg der national-polnischen Heimatarmee, die noch vor dem Eintreffen der Roten Armee in Warschau eine vermutlich antikommunistische Regierung etabliert hätten. Vielmehr war ihm daran gelegen, das kommunistische Lubiner Komitee als willfähige Regierung Polens zu installieren, das die Interessen dann Moskaus vertreten würde. Am 2. Oktober 1944 mussten die polnischen Verbände in Warschau die Waffen strecken. Rund 180.000 Polen hatten ihr Leben verloren. Rund 60.000 Menschen wurden in die Lager deportiert und Hunderttausende Warschauer in das Durchgangslager Brutschkow zwangsevakuiert. Systematisch zerstörten deutsche Verbände anschließend einen Großteil der nahezu menschenleeren Hauptstadt. Dieser Artikel ist von Arnulf Skripal vom Deutschen Historischen Museum in Berlin unter der Creative Commons Lizenz am 19. Mai 2015 erstellt. Freunde, ein trauriges Thema, aber ich finde, das gehört dazu und auch Kobi möchte ja mit diesem Set auf dieses Thema hinweisen. Worauf ich euch hinweisen möchte, ist noch auf einige Links unten in der Videobeschreibung, denn dort findet ihr Bilder, auf denen ihr seht, dass Kobi sich hier schon größtenteils auch bei der Auswahl des Sets auf historische Fakten bezieht, denn wir sehen zum Beispiel den Jagdpanzer 38T neben so einer Kabeltrommel aufgebaut in den Barrikaden in Warschau. Also hier hat Kobi wirklich einen guten Job gemacht. Und ich hoffe, ich habe für euch einen guten Job gemacht, auch wenn es ein schwieriges und nicht so schönes Thema ist. Aber dafür jetzt viel Spaß beim Review. Ja, Freunde, sind wir fertig mit der 2557, den Jagdpanzer 38T in der Limited Edition 672 Steinchen, die ja auch hier eine Ruine der Spitalstraße und 5 Minifiguren sowie einiges an Zubehör beinhaltet. Ich habe euch ja versprochen, ich baue das Fahrzeug hier in der gekaperten Version der polnischen Heimatarmee. Ich kann euch auch jetzt schon mal sagen, dass dieses Schwat, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, so etwas bedeutet wie Draufgänger und Teufelskerl. Und ich denke mal, dass die Freiheitskämpfer auch mal ruhig so als Teufelskerle und Draufgänger bezeichnen konnten. Eigentlich ja eine sehr, sehr traurige Geschichte. Kobi verarbeitet ja immer ein bisschen ihre Historie auch in den Sets. Finde ich hier gar nicht mal so schlimm. Eher sogar, ja, fast schon vielleicht ein bisschen pädagogisch. Aber ich habe euch ja einen Fakten schon ein bisschen erzählt und gleich hier auch noch. Denn diese Spitalstraße, die kleine Ruine, die ja hier mit so das Highlight ist dieses Setes, gab es wirklich, beziehungsweise gibt es immer noch. Diese Straße heißt Spitalna. Die ist in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf dem Gelände eines Missionarpriesters in Polen entstanden und hat seinen Namen als Spitalstraße dann 1757 bekommen, als dort ein Krankenhaus errichtet wurde. Die Straße wurde dann 1944 natürlich im Rahmen des Aufstandes zerstört. Ich blende euch gleich mal hier ein Bild ein. Da seht ihr nämlich eine Barrikade halt auf der Spitalstraße bzw. Spitalna. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Liebe polnischen Zuschauer, bitte verzeiht. Das Gebäudchen hier oder die Reste sind eigentlich ganz cool, denn Kobi hat hier diese tollen neuen Steine. Also ich kannte sie vorher noch nicht. Ich glaube, sie waren bei den First Bastogne Modell dabei vom Sherman. Diese Steinchen, oder beim Demolition Site kann es auch sein, diese Steine, die abgerundete Kanten haben, so ähnlich wie wir es kennen, auch bei Mehr Constructs, die Steine, die halt so, ja, benutzt aussehen. Und gerade hier ist halt ganz schön, dass dieser Rotton auch ein bisschen so aussieht wie halt alte Backsteine. Die Türen kennen wir ja, die Feuersachen auch. Diese Feuerelemente, die sehen ein bisschen, ja, sehr
kindergerecht aus. Die könnten auch bei Lego Nexo Knights oder bei den Drachen irgendwie dabei sein. Aber es passt ja hier, um mit wenig Steinen ein Sinnbild zu machen. Und die Laterne finde ich ganz cool mit diesen Kubi Glassteinen. Und die Mülltonnen, habe ich euch schon gesagt, sehen ein wenig aus wie, als wenn da gleich der Oscar aus der Tonne rauskommt. Dann haben wir natürlich hier das Stacheldraht, bzw. den Stacheldraht, Barbwire. Ja, ist ja immer dabei. Wir scherzen immer, bei Limited Edition gibt es den halt immer dazu. Aber vom Stacheldraht nicht weit zu einer Kabeltrommel, finde ich ganz cool. Die ist schön massiv. Hier mit diesen Kubi-Steinen, wie man sie manchmal kennt, von Antriebsrädern für Panzer. Finde ich richtig cool. Die sieht wirklich sehr realistisch aus, außer halt, dass das Kabel fehlt. Aber naja, meistens ist es ja runter und sicherlich auch hier zum Barrikadenbilden. Dann haben wir natürlich die übliche Kubi-Werkzeugkiste, die wir so hinten einhängen. Die finde ich ganz cool. Und zum ersten Mal, habe ich vorher noch nie gesehen, haben wir hier eine Trage für sogar Kubi-Männchen. Am T können wir erkennen, dass wir sogar ein Kubi-Männchen da drauf machen können. Ich nehme mal diesen deutschen Offizier hier und das T können wir hinten rein klemmen und dann passt diese Figur da auch drauf. So. Naja, nicht ganz, aber so soll es so sein. Also diese Trage ganz cool. Die können wir auch hier hinten, ihr seht es mit diesem Stab, auch dann wieder hier so aufnoppen bzw. reinsliden. Diese Trage gehört ja zur polnischen Nurse, also zur polnischen Krankenschwester. Eine typische Kubi-Figur, eine weibliche Figur, die diese typischen C-Hände hat, diese dünnen Ärmchen, Plastikrock und Plastikhaare, aber ich finde, die Figur ist sehr gut getroffen. Dieses typische Grau und auch diese Frisur, sehr brav, sehr streng, denn das passt gut zu so einer Krankenschwester, die damals ja auch alle irgendwie christlich organisiert waren, die Krankenhäuser, und passt zum katholischen Polen. Dann hier auch ein Highlight, unsere Figur vom polnischen Freiheitskämpfer der Heimatarmee mit dem polnischen Adler auf den Helm, mit der blauen Hose. Wir sehen die rot-weiße Fahne links und rechts am Kragenspiegel und auf diese Armbinde und einen Molotov-Cocktail, wie ich ihn euch vorhin am Intro auch gezeigt habe, und das britische Sten Maschinengewehr, denn die Heimatarmee wurde ja aus der Luft von den Alliierten unterstützt. Dann haben wir hier ganz normal unseren deutschen Maschinengewehrmann mit den MG 34, mit der Munition und den MG-Gurten auch nochmal über die Schulter. Auch hier mit neuen Schuhen, so ähnlich wie das der eben gerade der Heimatsoldat auch hatte. Das ist sowieso lustig, dass hier 3 der Figuren haben diese neuen Schuhe, die man anbauen muss. Auch hier der Panzersoldat hat diese Schuhe, die man unten anbaut mit den Schiffchen und den Kopfhörern und der Luger. Der Offizier hier hat die ganz normalen, ja, angewinkelten Schuhe, aber ganz schön hier auch das Fernglas und die Schirmmütze auch schön bedruckt. Also die Figuren wirklich ein Hingucker, muss ich wirklich sagen. Da wird Kubi für mich auch immer besser. Bevor wir zum eigentlichen Highlight kommen, natürlich zum Jagdpanzer 38T, zeige ich euch nochmal die Steinchen, die übergeblieben sind, auch nicht wenig. Und dieser rote 2x2er Brick ist sogar ein Stein, den wir nur temporär verbaut haben. Ich zeige euch gleich, wo er war. Habe ich bei Kubi so noch nie gesehen, dass wir Steine mitbekommen, die wir beim Bauen auch wieder ausbauen. Das kannte ich bis jetzt nur von Bluebricks oder von anderen Firmen, aber nicht von Kubi. Aber je mehr Steine man hat, desto besser ist es ja. Ja, Freunde, und jetzt kommen wir mal zum Highlight, zum Jagdpanzer 38T, zu unseren Draufgänger. Ihr wisst ja, das T steht für Tschechei, weil dieses Fahrzeug ja eine weiterentwickelte Version ist des T38, wollte ich gerade sagen, des Panzers 38. Das T steht halt hier für die Tschechei. Ich lege mal kurz hier alles weg, damit es hier keine Ablenkung gibt. Übrigens sind noch ganz schön da die Krankenschwester mit ihren Rotkreuz-Armbändchen. Wir packen alles zur Seite, denn ich möchte euch mal zum Vergleich die 2382 von Kubi daneben stellen. Meinen anderen Hetzer, Jagdpanzer 38T, den ich euch ja schon mal vorgestellt habe, findet ihr auf dem i oben in der Ecke oder unten als Link in der Videobeschreibung. Und ihr seht schon hier, das Fahrzeug ist viel größer, lustigerweise aber genauso hoch. Also beide Fahrzeuge sind um die 9 cm hoch, während
Der neue Jagdpanzer 38T ist 20,5 cm lang und der alte, die 2382, ist nämlich 25 cm lang. Wie gesagt, 9 cm hoch sind sie beide. Und ja, das ist eines meiner Lieblingsmodelle aufgrund der Farbgebung. Auch dieses Modell hat eine tolle Farbgebung. Aber ein großes Manko beim neuen Modell, ihr seht es schon hier, ich habe hier breite Ketten und hier habe ich die dünnen Ketten. Das passt wahrscheinlich alles eher zum Fahrzeug als diese breiten Ketten, aber dieses Knüpfen der kleinen Ketten, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich drehe es nochmal ganz kurz, damit ihr auch seht, was ich am neuen Modell auch ganz cool finde, ist nämlich das Heck. Das ist hier viel detailreicher gestaltet. Wir haben hier den Panzerwagenheber, wir haben hier Kettenglieder und gerade diese, ja wirklich kann man ja sagen, ikonische Auspuffanlage, Abgasanlage vom Jagdpanzer 38T ist hier auch viel besser gelöst als da. Dies hier ist etwas noch rudimentärer, hier haben wir wirklich etwas feineres Design. Bautechniken sind fast gleich, dass ich hier auch mit diesen Hinges mir diese Schrägen baue und hier lege ich sie an. Und hier habe ich sie geklemmt. Richtig cool. Hier kann ich nur hier unten die Schürze ein bisschen bewegen, aber die Schräge ist geklemmt. Ich drücke sie rein. Ihr habt es vielleicht im Speedbild gesehen. Ich habe da ein bisschen gestruggelt, weil ich es erst nicht verstanden habe. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, ist eine richtig tolle Bautechnik. Hat richtig Spaß gemacht. Wir packen das Schätzchen nochmal weg. Wie gesagt, wenn ihr da mehr zu sehen wollt, schaut einfach euch das Video an, was ich verlinkt habe. Aber bleiben wir hierbei, denn was ich ganz schön finde ist, dieses Fahrzeug hat einen gebauten Motor. Was ich nicht so schön finde, ist, dass wir ihn verstecken. Jetzt zeige ich euch mal, wie das hier gehandelt ist. Ich muss dazu ein bisschen das hier abnehmen, denn das ist hier hinten geklebt mit so einmal Einsern mit einer C-Claim drauf. Also nicht geklebt, sondern geklemmt. Ich habe es jetzt mal ein bisschen kaputt gemacht und da war auch der rote Stein. Und jetzt können wir in den Motor reingucken, in den gebauten Motor. Das ist eigentlich, hat mir Spaß gemacht, den zu bauen. Einzig, dass ein bisschen da die Farbe zum ersten Mal bei Kobi in der Anleitung, fand ich eine andere war als jetzt hier dieses Hellgrau. Denn ja, in der Anleitung sah es eher aus wie so ein, ja, wie soll ich sagen, etwas brauneres Grau. Trotzdem ganz cool gelöst. Auch hier wieder mit den einmal zweier Teils, die so, diese berühmten, ich mache es mal ab, dann kann man es besser sehen. Die haben diese berühmten Kobi einmal Zweierteils mit den Nieten, diese grauen als Auflage, finde ich richtig toll gemacht. Also generell das Heck, schön, dass man das so abbauen kann. Vielleicht für den einen oder anderen, auch wenn er das irgendwie ummocken möchte, Motorwechsel im Feld oder so, finde ich ganz cool. Auch schön gelöst, hier die Klappen, einmal geht zur Seite und einmal nach oben. Jetzt baue ich das kurz zusammen, ist ja bei Kobi kein Problem, geht auch hier ganz fix. Zack, zack. Zack. Und dann machen wir hier den Schlauch wieder dran. Und schon haben wir das Fahrzeug fertig. Ich halte es euch nochmal in die Kamera, damit ihr einfach noch ein bisschen mehr sehen könnt. Die Kanone ist hier, finde ich, ein bisschen klein geraten. Es ist nur ein Stein. Ich weiß nicht, irgendwie hätte ich gedacht, sie könnte Tucken größer sein. Trotzdem hat dieses Fahrzeug wirklich viele Details. Auch hier hinten, dass es abgeschrägt ist. Und beim Bauen hat es einfach richtig Spaß gemacht, weil Kobi ja dieses, jetzt nicht asymmetrische, aber dieses ungleichmäßige Bauen hat mit ungeraden Steinen und Wedges, die mal so sind und dann mal so. Also richtig toll, auch hier zwei Wedges und natürlich auch wieder ganz cool, hier diese Draufgänger-Aufschrift Schwat oder Swat. Wie gesagt, ich kann kein Polnisch, ich habe es im Intro versucht, ihr seht es ja eher schlecht als recht, aber richtig cool gemacht. Also dieses Fahrzeug hat wirklich Spaß gemacht zu bauen. Ich weiß, ich sage das bei jedem Kobi-Set irgendwie und das stimmt auch. Kobi hat für mich persönlich halt einfach ganz tolle Bautechniken und ich mag diese militärhistorischen Fahrzeuge und gerade hier als gekapertes Fahrzeug von der polnischen Heimatarmee ist das für mich natürlich doppelt bis dreifach interessant, alleine weil ich euch was erzählen kann. Was ich ein bisschen lustig finde noch ist, wenn ich hier so fahre, ihr seht es vielleicht hier vorne, das Schutzblech, das wackelt, das wappelt so hier mit diesem Licht. Denn es liegt auf, es ist zu wenig, ja, zu wenig Friktion, dass es stehen bleibt, so wie hier, weil wir halt, hier haben wir halt eine große von diesen Kobi-Fliesen und hier haben wir halt nur erst dreigeteilt, kann man sagen quasi, weil wir dieses Licht, dieses Panzerlicht gebaut haben, da drauf haben. Und deswegen wackelt hier immer ein bisschen das Schutzblech, finde ich lustig. Aber ihr seht es auch, trotz kleinen Ketten, trotz nur, ja, einfache Bereifung, sage ich mal, fährt das Fahrzeug auch ganz gut. Gerade hier auf der Platte, die habe ich gewählt, weil auf dem Vlies rollt er dann nämlich nicht so gut. Ja,
Fazit, ein tolles Fahrzeug, ein anderer Maßstab. Welcher richtig ist, das dürft ihr gerne selber ausrechnen, denn da bin ich mathematisch einfach nicht gut genug. Hier nochmal zum Vergleich und vor allen Dingen natürlich ganz viel tolles Zubehör. Das ist ja immer die Krux bei so einer Limited Edition. Brauche ich das Zubehör, brauche ich es nicht? Für mich war es einfach klar, ich möchte was erzählen über die polnischen Freiheitskämpfer, über die Heimatarmee und deswegen war das für mich einfach ein, ja, Blindkauf, möchte ich mal sagen. Ihr könnt über den Preis natürlich urteilen, wie ihr möchtet. Ihr könnt das für euch selber entscheiden. Soll auch jeder entscheiden. Es ist ja immer so eine Geschichte, wie rechtfertige ich es von mir selber? Kann ich es mir leisten? Will ich es mir leisten? Und die Diskussion muss eigentlich jeder für sich selber führen, ohne einen anderen da vielleicht hineinzureden. Ich bin wirklich glücklich, einen zweiten, ich sage es nicht gerne, aber Hetzer zu besitzen. Und gerade wenn er so gut aussieht, wie gesagt, ob er jetzt zu klein oder zu groß ist, das sollen andere bestimmen. Ja, Freunde, und apropos bestimmen, ich bestimme mich jetzt bei diesem Video, dass wir uns gleich zum Abschluss einmal nochmal final in die Augen schauen, meine Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video leider schon zu Ende. Ein Video, was irgendwie für mich eine Herzensangelegenheit als kleiner möchtegern Hobbyhistoriker war. Es hat mir echt Spaß gemacht zu bauen, das habe ich euch vorhin im Review gesagt. Auch der Vergleich mit dem anderen Hetzer war mal wirklich spaßig. Vielleicht mache ich das jetzt öfter. Ist vielleicht mal interessant für euch, die Evolution von Kobi oder De-Evolution, je nachdem wie ihr das möchtet, sehen könnt. Bevor ich jetzt aber hier wirklich abmoderiere, möchte ich nochmal dem lieben Florian Dankeschön sagen, denn der hat mir diese schöne polnische Mütze zukommen lassen und noch etwas anderes Polnisches, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Florian, vielen, vielen lieben Dank. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch. Kobi hat gerade das Kobi Expert Programm gestartet, aber irgendwie, glaube ich, sind dort nur Polen drin. Und dieses Kobi Expert Programm, da wird man wohl auch von Kobi eingeladen, wenn man etwas für die Kobi Marke gemacht hat. Also wenn man Mocs baut oder, so wie ich es empfinde, für Kobi ja irgendwie unbewusst die Fahne hochhält, weil man Kobi toll findet. Die Sets und nicht nur die Soldatensets, sondern halt auch die anderen, habe ich euch ja auch schon vorgestellt. Es würde mich freuen, wenn ihr mein Video vielleicht irgendwie den Leuten, die ihr kennt, von Kobi zukommen lässt. Irgendwie auf Facebook teilt oder bei Twitter, den Arthur anschreibt. Das würde mich echt freuen, dass sie sehen können, dass es hier einen gibt im Südwesten von Deutschland, der ein riesengroßer Kobi-Fan ist und auch gerne Kobi-Expert werden möchte. Würde ich mich echt freuen, wenn ihr das für mich machen könntet. In diesem Sinne, Freunde, sage ich jetzt nochmal auf Polnisch auf Wiedersehen. Wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, ihr habt mich lieb, ich hab euch lieb, das weiß ich, oder umgekehrt, ihr wisst genau, was ich meine. In diesem Sinne, Żegnaj, das heißt auf Polnisch Tschüss, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.